So, jetzt wird's italienisch und besonders aufregend. Wir haben nämlich schon für unsere Jahreshighlights-Geschichte den neuen Ferrari F8 Tributo, also den Nachfolger des 488 GTB. Muss man ehrlich sagen, ganz so neu ist er nicht. Er übernimmt einige Teile vom Ferrari 488. Der Motor ist nach wie vor ein 3,9 Liter Biturbo V8, jetzt allerdings mit zahlreichen Komponenten aus dem 488 Pista. Und wir sind jetzt eben auch bei einer Leistung von 720 PS. Also enormer Vortrieb. 770 Newtonmeter, die allerdings erst im 7. Gang bereitstehen. Und ja, ein bisschen leichter ist er auch geworden, knapp 40 Kilo. Mittelmotorbauweise, tolle Form, muss man einfach so emotional mal sagen. So, wenn man jetzt so hier mal mit der Teillast rangeht, merkt man, was für eine unglaubliche Kraft das Auto hat, schon bei niedrigeren Drehzahlen. Das ist ja das Besondere an den Ferrari-Turbos. Die Leistungsabgabe ist unheimlich verschliffen. Also man hat de facto eigentlich überhaupt kein Turboloch mehr. Noch weniger als bei vielen anderen, wo auch gerne behauptet wird, dass die schon kein Turboloch haben. Hier ist es einfach noch mal viel krasser. Also, das ist Wahnsinn. Die Reaktion auf Gaspedalbefehle. Man würde, wenn man es nicht die ganze Zeit im Ohr hört, würde man nicht ahnen, dass hier überhaupt Turbos dran sitzen. Es fühlt sich einfach an wie ein gigantischer Sauger. So, wenn man jetzt mal durchlädt, hat man einen unheimlichen Vortrieb. 720 PS sind einfach 720 PS, das ist keine Neuigkeit. Aber die Leistungsabgabe, wie der Ferrari das managt, äußerst beeindruckend und einfach unheimlich mitreißend, weil je höher die Drehzahl steigt, desto mehr Kraft kommt. Das ist auch eine sehr progressive Leistungsabgabe. So wie man es halt will. Mehr Drehzahl, mehr Attacke. Wirklich, wirklich beeindruckend. Die Lenkkräfte haben sich im Vergleich zu den vorigen Modellen ein bisschen erhöht. Ferrari verbaut ja generell relativ leichtgängige Servolenkungen. Und das ist jetzt beim F8 Tributo nicht mehr ganz so leichtgängig. Ist halt immer ein bisschen eine Gewöhnungssache gewesen, aber ganz grundsätzlich fühlt sich das hier richtig, richtig gut an. Ich finde das Lenkgefühl sehr, sehr geil. Die Vorderachse hat Grip ohne Ende. Also, egal wie du fährst, da wo du hinlenkst, fährt auch das Auto hin. Ja, ist unglaublich. Ist unglaublich. Unglaubliche Leistungsabgabe. Es macht wahnsinnig Spaß, den Motor zu drehen. Ist ja auch nicht bei allen Turbos so. Es ist ein wahnsinnig beeindruckendes Auto. Kaum ein Turbo lässt sich so schön dosieren wie dieser Motor. Das Getriebe hat merkliche Schalldrucke, schaltet dafür aber unheimlich schnell. Das ist ja so ein Ding bei den Italienern, denke ich mal, dass das einfach ein bisschen rucken muss im Getriebe. Weil die Schaltvorgänge einfach noch emotionaler werden. Das ist unvorstellbar. Ja, wenn man jetzt so im etwas höheren Tempo, aber noch nicht voll am Limit fährt, so wie ich jetzt, gibt sich das Auto eigentlich sehr, sehr fromm. Also es gibt einem sehr viel Rückmeldung, man weiß genau, was passiert. Obwohl man halt mit einer unglaublichen Geschwindigkeit unterwegs ist. Die Bremsen haben einen wirklich sehr, sehr harten Druckpunkt. Sehr, sehr schön, kann man sehr, sehr gut dosieren. Ja, der Fahrspaß, der aus diesem ganzen Gesamtkonstrukt hervorgeht, ist unglaublich hoch. Weil das Ding einfach schiebt wie die Sau.
mir schwer vorstellen, was mal passiert, wenn jetzt auch von dem F8 wieder nochmal eine scharfe Version aller Speziale, Scuderia oder Pista kommt. Was dann in der Bude los ist.